Saletti miteinander, eine kurze Info vorab. Ihr könnt den Hübel hier gewinnen, und zwar über die ganze Serie von Mofa vs. Wild. Wir bauen jetzt einen Adventure-Hübel für einen für euch, damit ihr gleich viel Abenteuer könnt haben wie wir auf dieser Reise. Jetzt geht's aber los. Viel Spaß mit Mofa vs. Wild. Das Spiel funktioniert folgendermaßen. Wir gehen 4 Tage auf Roadtrip durch die Schweiz, aber nicht miteinander, sondern 3 gegeneinander. Das heisst, Elias, der Sidi und ich. Unterwegs geht es darum, möglichst viele Punkte zu sammeln. Das heisst, wenn man eine Aufgabe richtig erfüllt, kommt man Punkte über. Ja, da ist Gabel. Jawohl. Das Heu. Das mit dem Rasieren wird noch schwierig. Heisst, ich muss Kleider suchen. 30 Minuten, Mann. 30 Minuten ist sehr viel. Darum werde ich die Aufgabe nicht machen. Wenn du die Tageschallenge nicht erfüllst oder falsch umsetzt, gibt es keine Punkte. Insgesamt dürfen wir 10 Kilogramm Gepäck mitnehmen. Die Kleider, die wir anhaben, zählen dort aber auch dazu. Pro 500 Gramm, die wir daheim lassen, heisst 500 Gramm weniger, gibt es gerade am Anfang schon mal Pluspunkte. Der Inhalt von diesen 10 Kilogramm ist natürlich jedem freigestellt. Ob er jetzt Unterhosen spart und dafür einen Schlafsack mitnimmt oder wie auch immer, kann jeder entscheiden, wie er will. Wo es genau angeht, weiss niemand von uns. Am Morgen am 7. dürfen wir jeweils ein Kuvert aufmachen, wo die Etappe drin ist mit dem Tagesziel. Wer das Ziel als erstes erreicht, hat am meisten Punkte. Also Geschwindigkeit zählt. Grundsätzlich sind die Fahrzeiten vom 8. bis um 5 Uhr am Abend. 5 vor 5, das heisst, ich darf eigentlich nicht mehr fahren. Wenn man zu diesem Zeitpunkt noch weiterkommen will, darf man das Töffel maximal stoßen. Wenn man fährt, gibt es auch einen saftigen Punktabzug. Ein wichtiger Punkt ist, das Töffel darf nie mehr als 50 Meter von dir entfernt sein. Das heisst, du gehst posten, musst dir überlegen, in welchen Laden gehe ich, wo stelle ich das Töffel an. Sogar beim Schlafen ist das Töffel in nächster Nähe und nicht weiter weg als 50 Meter entfernt. Um das Ganze ein bisschen interessanter zu machen, haben wir natürlich wie früher auch weder GPS noch Handy dabei. Das Budget pro Tag ist 20 Franken. Wir haben also 80 Franken für die ganzen 4 Tage. Mit dem müssen wir natürlich einfach durchkommen. Das heisst, Benzin muss drin liegen, das Essen besterweise und ja, eine Unterkunft liegt wahrscheinlich nicht in diesem Budget drin. Man darf sich aber auch nicht als Mofa-Kult-Mitglied outen, um sich einen Vorteil zu erschleichen, sonst gibt es auch wieder einen Punktabzug. Macht das eine Firma oder wer macht das? Im Mofa-Kult, ja. Vom Mofa-Kult, da gibt es... Was ist denn? Mofa-Kult. Ich kann noch eine Gutsche geben. Wir werden jeden Tag eine Bonusaufgabe bekommen, wo wir uns extra Punkte ergattern können. Und ich bin richtig gespannt, was hier auf uns zukommt. Gib 100 Punkte. 100 Punkte. 100 Punkte oder 0? Nein, es tut mir leid. Der Gewinner ist der, der A am Ziel ankommt und B am meisten Punkte hat am Schluss von diesen 4 Tagen. Wenn man nicht ankommt morgen, dann ist man ausgeschieden. Und das wäre richtig scheiße. Also wäre besser. Oh, scheiße, nein, ich darf gar nicht daran denken. Also. Ja, was will ich sagen? Ich bin jetzt gefühlt seit einer Stunde da. Nein, ziemlich genau. Wenn wir sehen, es ist 4 Uhr und wir sind da glaube ich nicht im Kanton Wallis, sondern im Kanton Waadt. Heisst, da reden alle Französisch und es sind jetzt auch ausschließlich Fahrzeuge vom Kanton Waadt angefahren. Also der mit Kühe melken heute, der wäre glaube ich nicht mehr. Ich sehe immer wieder mal vereinzelte Kühe. Und aber nie jetzt ein gescheites Bauernhaus oder so, gar nichts. Ich hoffe einfach, es geht in die oder in die Richtung mal morgen. Sonst bin ich am Arsch. Ich hoffe, der Palermo hebt. Eben, die Bremse geht nicht mehr recht. Ich gehe hier nicht mehr spielen. Ich bin gestern aus Versehen irgendwie dort hinten dran. Ich habe das Gefühl, also das Zugseil an Bodenzeugen habe ich gelernt vom Köbi. Ich glaube, heisst es so. Und da bin ich drauf gestanden, aus Versehen. Und dann hat sie irgendwie hinten rausgerissen. Im schlimmsten Fall fahre ich einfach nur noch mit der Vorderbremse und dann ein bisschen langsamer. Leben am Limit, würde ich sagen. Also, ich habe jetzt mal und dann suche ich mir ein schönes Plätzchen. Es gibt nichts Geiles wie frisch duschen mit Seife. Oh, fuck.
geil, Mann. So, ich habe ein Plätzchen gefunden. Jetzt mal schauen, ob da etwas ist überhaupt. Weil Problematik ist, ich zeige es euch gerade, wenn ich hier auf die Uhr schaue, es ist 5 vor 5 Uhr. Das heisst, ich darf eigentlich nicht mehr fahren. Wenn es jetzt hier nichts ist, fahre ich noch mal einen Kilometer führen, aber weit komme ich auf jeden Fall nicht mehr. Jetzt schauen wir mal hier. Go baden wäre natürlich geil, wenn wir hier schnell die hüpfen. Und das sieht auch so aus. Schaut euch das mal an. Hey. Wow, cool. Wo gehe ich da hin? Schnell ein bisschen dahinter schauen, wie es hier aussieht. So, 30 Sekunden später, ich habe noch einen besseren Spot gefunden. Etwa 50 Meter weg. Hier schön am Fluss, hey, mit einem Sandstrand sogar. Was es da gibt, hey, wow, cool. Jetzt, ich penne wahrscheinlich irgendwo da in der Wiese. Da geht schon, oder sogar da. Da im Strand. Oh, cool. Affe, geil. Ich habe mich jetzt entschieden, es ist jetzt 7:04 Uhr. Ich gehe jetzt gerade zur Nachtposten. Ich habe vorher noch schon einen Snack geholt im Denner. Ich gehe jetzt gerade zur Nachtposten und gehe nachher wieder auf wo auch immer, Moron, bla bla bla, irgendwas an den Strand über. Ziehe dort mein Nachtlager auf, mache noch ein Feuerchen etc. Da kann man dort nämlich noch betteln. Und lasse die Challenge mit dem Melchensausen, weil die ist sonst schon ja, nicht ganz einfach. Und jetzt auf Französisch schon noch viel weniger einfach. Und darum, wenn ich jetzt nicht gerade noch wirklich an den Bauernhof anfahre auf dem Weg und ich kann fragen, ich habe ja alles vorbereitet. Ich habe ja da, stimmt mir nicht falsch, der Willi war da. Ich habe ja da einen ganzen Text verfasst, oder? Dir, lieber Bauer. Ich würde gerne eine Kühe melken. Aber ja, einerseits, wenn du keinen Bauernhof findest mit Milchkühen und das mit der Zeit, mit dem Ort etc. auch noch reinspielt, ja, mal schauen. Ja, wenn ich jetzt nicht mehr finde, lasse ich es raus, hole jetzt Nacht, mache nachher dort noch ein Feuerchen. Es hat nämlich auch ein WC in der Nähe, einfach so Toys. Und Wasser habe ich jetzt eine zweite Flasche geholt. Das heisst, dort wäre ich auch safe. Und dann ziehe ich dort mal einfach mein Lager auf und schaue mal, was so kommt. Es hat sicher mega viele Leute jetzt. Mittwoch, Nachmittag, Abend dort, aber egal. Mal schauen. Okay, 16:44 Uhr, ich bin wieder angekommen. Heisst, ich bleibe ziemlich sicher da. Meine Sonnenbrille ist nicht mehr auftaucht. Vielleicht habe ich sie auch irgendwo eingepackt und nicht mehr gefunden. Macht nichts. Ich bin jetzt hier chillig am See, gehe sicher noch mal baden. Ich habe gerade netterweise den Kugelgrill benutzen von so einer Gruppe. Jetzt hier ewiges Ding gemacht und bin 2 Minuten weggelaufen. Maximal, ich schwöre. Ups. Hello. I have a question. Like we have a challenge this year with Mofa vs Wild. We are on the road 5 days with a small motorbike, like the Piaggio. Okay. And we have we have no mobile phone. We have just 20 francs, and we have every day we have some challenges we have to do. And today I would like to ask, can I do something for you that I just can sleep somewhere with my small mat? I don't have a tent. I have nothing. I also don't need food or something, just because I have just 7 francs or 8 left for the it's day. not about money, I would have given you, but the thing is we have a restriction from the police. They don't allow us to take people without tents. Okay, I have a tarp. Ah, you have a tarp? I could make like a tent, but Yeah. I can do something for you, and then maybe I can... I don't need something, thank you No, very much. but really, because I don't like to just
earn something. You know, I would like to give something back. Yeah, I understand. But actually, here now, I don't see what I can ask you to do. You know. Maybe pick some trash. Oh, tomorrow morning, yes. Should When I? you see me with my Okay. like this. Because I think I leave at 7 or really early because we go. The next challenge is somewhere we don't know because we open every day like a paper and then we see where we have to go. You can find something. You can stay here the whole day. And look Okay, at it. perfect. That's good. I can do that perfectly. Really. I have just my small the Piaggio, the motorbike, the 2-stroke, and yeah, I can like bend the tarp that it looks like a tent over my motorcycle and then. I'm just asking something to my colleague because there is a place. You can put your tent in the front between the 2 big trees here. Between these ones? Yes. Perfect. Yes. Perfect. That's Okay. that's fine. Yeah. Thank you very much. What's your name? Welcome, Paul. Paul. Dario. Thank you, Paul. Really gentle that I can sleep here. No problem. Thanks, man. And tomorrow morning for sure I will pick some trash. I promise. Yes. So, also ich gehe noch schnell posten. Ich kann jetzt auf dem Campingplatz gratis schlafen, weil das Problem ist in Vevey, ich habe hier ein paar Leute gefragt, es hat sehr viele Drogendealer und die Polizei jagt die weg am Abend. Und ich dachte, wenn ich dort einfach so am Wasser runterpenne und irgendwann in die Nacht kommen Bullen und irgendwie sagen, ciao, du musst verreisen, kann ich A, mein Töffel noch stoßen, B, ich werde nicht einen Platz finden. Darum habe ich mir jetzt entschlossen, ich gehe an den Campingplatz. Und er ist jetzt sehr lieb, hat mir einfach so gratis gegeben, muss nichts zahlen, ich kann mein Tarp aufschlagen, affengeil, ich kann sogar duschen, ich kann die WCs brauchen, es hat Wasser. Ich bin am Wasser den ganzen Abend, ich habe den schönsten Place dabei, Mann. Fucking geil. Ich tue ihm aber dafür noch morgen den ganzen Campingplatz fötzeln, ich laufe einmal durch. Ich habe ihm gesagt, weil ich mache nicht gern, also ich tue nicht gerne einfach nähen, sondern ich will auch gehen. Und jetzt werde ich heute noch ein paar feine Getränke kaufen für mich. Ich denke, ihr wisst, was das heisst. Und etwas Geiles zu essen, weil ich habe noch über 30 Stutz. Das heisst, ich kann heute sicher noch meine Kohlen aufbrauchen. Ich habe noch Rüebli, ich habe noch alles, ja, noch einiges. Aber jetzt heute mache ich Gönjamin. Ich mache absolut fucking Gönjamin, Mann. Ich muss noch ein Ding holen, ein Körbchen. Geil, Spaghetti, Mann. Ich nehme Verfalle, Mann. 1,35. Geile Scheiß, Mann. Und jetzt noch ein geiles Hurensäusli und dann geben wir sogar noch einen Käse dazu. 1,60. Ich weiss zwar nicht, ob die etwas ist. Dafür noch ein Reibkäse. Huren günstig jetzt Nacht. Fucking geil. Und Wasser hat es auch gratis. Oh. Also, gehen wir noch ein Snagetti. 1,95. Und jetzt noch Käsli. Und dann hole ich mir noch 2-3 Bierli und geil ist. Also, Grana Padano 2,25. Dann wäre ich 2, 4, 6, 8. Ich habe mich ein bisschen überschätzt, das Wasser ist schon hoch kalt. Ich habe jetzt mal das T-Shirt und jetzt mal ein bisschen waschen. Weil das eine Problem, das ich habe, das ich jetzt gerade gemerkt habe, ich habe nichts mehr zu trinken, ich habe alles Wasser getrunken. Das ist jetzt ein bisschen doof. Vielleicht kann man das Wasser dort hineinsaufen, sieht aus wie Schmelzwasser oder Quellwasser oder so. Mal schauen. Den Platz hier finde ich eigentlich recht cool. Mal schauen, ob ich schlafen bei dem Geräusch vom Fluss. Zudem jetzt hier noch so Akkupiloten unterwegs, die da mit den Flügen unterwegs sind und Fallschirmspringer auch, die da runtergumpen. Das ist noch recht interessant zum Zuschauen. Der Tag von mir, ich behaupte, der Tag von mir ist eigentlich recht gut gelaufen. Ich weiß nicht, ob ich Erster bin, weil wenn am Sidi sein Hobel läuft, habe ich das Gefühl, dass er nach Vollgas durchzieht und er Erster ist. Dann der Ausflug hier auf Bühl, oder wie es geheißen hat, ist ein bisschen unnötig gewesen. Weil ich dort baden wollte, habe ich etwa eine Stunde verloren oder 1,5. Die Zeit ist in dem Moment eigentlich egal gewesen, aber der Most, auch unnötig Most braucht. Ich denke, dass es morgen wahrscheinlich Richtung Genf geht, was ungefähr da unten ist. Genf ja irgendwo da. Oder wenn es Richtung Matterhorn geht, also Zermatt, das wäre alles in die Richtung da unten durch, bis da hin.
Und ich bin jetzt hier ungefähr in der Mitte. Heisst, eine von diesen 2 Locations sollte es morgen sein. Dann habe ich natürlich einen riesen Vorteil. Vor allem wenn es Matterhorn ist. Und das Schlechteste, was kann passieren, wenn es wieder in den Norden geht. Wenn es jetzt irgendwie von hier wieder da geht. Auf, keine Ahnung, irgendwo da oben. Dann habe ich natürlich absolut verloren. Ich hoffe es nicht, wir sehen es morgen. Ah ja, noch zusätzlich Challenge. Die mit dem Melken habe ich gar nicht probiert, weil da im Kanton Watt ist es schwierig auf Französisch da irgendeinen Bauer zu finden und noch mit dem zu schnarren. Darum habe ich das gerade ziehen lassen. Ich habe mich jetzt mehr auf die Route konzentriert, wo ich durchfahre und das Schnarren von Benzin. Am Anfang hatte ich Glück gehabt, von dem jungen Bursch, wo mir da irgendwie 4 Liter Benzin mitgegeben hat. Hat gerade knapp gelangt, es hätte wahrscheinlich gelangt bis dahin, aber ich habe jetzt gleich noch einen Typ von Frankreich, der gerade an der Tankstelle war, habe ich angehauen, der hat mir 2 Franken gegeben. Ein Liter Benzin immerhin, habe ich mit gutem Gewissen Location suchen zum Übernachten. Hat sich glaube gelohnt und morgen darf ich wieder mit dem eigenen Geld zahlen. Ich habe noch um die 10 Stutz, gibt etwa 5 Liter Benzin. Ich hoffe, das lange, sonst muss ich nochmal schnarren. So, ihr seht es. Mir geht es ganz gut. Ich trinke jetzt ein kühles Bierchen. Hier ist mein kleines Camp aufgeschlagen. Mit dem Höbeli. Zwar vorher gerade auf der Ranzigkeit. Ich muss dann nachher noch ein bisschen schöner machen und Zeug versorgen. Aber jetzt brauche ich zuerst mal einen Humpen. Fuck, und ich sage euch eins, mein Töffli. Es wird ein heißer Morgen im Fall. Ich bin am Fahren und dann kommt es nicht recht, es kommt nicht recht. Boah, ich weiß nicht, was es ist. Und es macht mir gerade ein bisschen Angst. Zum Glück ist der 3. Tag und ich bin am schönsten Nördli. Das heisst, wenn es morgen nicht anlaufen dann würde ich einfach da bleiben. Und dann sollen sie mich da holen kommen. Das Lustige ist immer, die Leute schauen immer so komisch, wenn man einfach in die Kamera schnürt. Ich verstehe es auch. Aber ziehen es an jemanden. Zieht euch mal den Place hier. Da schlafe ich heute. Und schön safe. Kein Drogendealer, keine bösen Menschen. Einfach geil. Richtig geil. Insgesamt war affengeil. Es war wirklich so ein guter Tag. Die Challenges waren wirklich geil. Es waren mega liebe Leute. Ich bin herzlich empfangen worden. Ja, es war einfach schön. Ich hoffe jetzt auch, ich habe alles richtig gelesen. Und es zählt alles so, wie ich es interpretiert habe. Das ist natürlich die Frage. Die grösste Herausforderung heute war sicher auch noch, dass der Hobel manchmal ein bisschen komische Geräusche gemacht hat. Da hat man schon ein unwohles Gefühl gegeben. Vor allem, wenn ich gedacht habe, wenn du irgendwo stecken bleibst, einfach wo es keine Menschenseele hat und du bist einfach mit dem Hobel lost, dann bist du am Arsch. Ich habe es dann zum Glück auf Wöwe geschafft und dann habe ich schon mal gewusst, okay, wenn ich zu Wöwe bin, könnte ich auch stoßen. Ich hoffe natürlich schon, dass er hebt, aber der Ton war wirklich komisch, der hat mir echt ein bisschen Sorgen gemacht. Und ich habe dann gedacht, ja, wenn er abliegt, das wäre eigentlich das Beste gewesen. Wenn er heute, also nein, sagen wir es so, wenn er morgen nicht abliegt, ist das noch viel besser. Aber wenn er jetzt morgen abliegen würde, wäre es besser gewesen, wäre er heute abgelegen, weil ich hätte noch einen Hobel anfordern bis um 5 Uhr. Plus ich habe ja Tagesziel, Tageschallenge und Bonusaufgabe gelöst. Also zumindest nach dem besten Wissen und Gewissen. Und darum glaube ich, ja, hoffe jetzt einfach, dass er morgen hebt. Ich habe echt ein bisschen den Bambel. Das Zweite, was eine grosse Herausforderung war, dass ich gesagt habe, ich verlasse Schloss Gruyère und ich gehe einfach auf voll Pokern, einfach mal Richtung Wöwe. Jetzt bin ich dort bei, wo sind wir da? Irgendwie zwischen Wöwe und Montreux. Und ich hoffe einfach morgen, dass entweder Richtung Wallis hintergeht, Richtung Zermatt oder Richtung Lausanne. Weil dann hätte ich sicher schon mal einen Vorsprung und muss die ganze Route nicht machen. Wenn es aber Richtung Bayern oder so geht, dort oben ist glaube ich der Neuenburger See. Keine Ahnung, was dort oben ist. Dann bin ich am Arsch, weil dann muss ich alles wieder zurück. Und ich habe jetzt einfach gedacht, komm, das muss ein bisschen Spass machen, die Challenge. Man muss ein bisschen pokern. Und darum bin ich hier runter. Und ich habe aber auch gewusst, ich habe den ganzen Tag zum Verbringen, weil ich Challenges gelöst habe, die Bonusaufgabe gelöst habe. Und dann habe ich gewusst, ich wollte einfach an einem schönen Ort sein, wo ich baden kann und es richtig geniessen. Und da habe ich hier zu 100% können. Es ist ein Traum. Es ist echt ein Traum hier. Ich fange jetzt dann mal an zu kochen, weil ich kann ja heute kochen. Bei mir gibt es Spaghetti mit Pesto-Sauce und Käse. Richtig geil, ich freue mich unhuere.
Schau mal meine Pasta. Ziehen sie ein, Mann. Oh, geiler Scheiß, Mann. Fusilini, Mann. Fusili. Fusel. Gute beim Essen. Es ist 10 vor 9 und somit auch gerade schon eigentlich das Ende der Zeit, die wir die Challenge machen können. Es ist leider nicht gegangen. Ich habe keinen Bauer mehr gefunden, der irgendwie auch noch Kühe ansatzweise hatte und darum ist das leider nicht gegangen. Und ja, ist jetzt gerade... Schießt mich gerade ein bisschen an. Nein, es ist nicht ganz so schlimm. Aber es ist jetzt die erste Challenge, die ich nicht machen konnte. So, ich hoffe, der Licht lange noch. Es geht gerade noch weiter mit der Fragerunde. Es ist wieder Abend. Wahrscheinlich schon fast ein bisschen dunkel, aber Fragerunde. Der Tag insgesamt war gut. Ich bin tiptop für sich gekommen. Ich hätte eigentlich sehr gerne die vorgeschlagene Route gemacht, dort über den Jaumpass und alles. Aber mit dem Monoantrieb und dem Ciao, die Kupplung hat so schon keine Freude. Da bin ich froh, habe ich es nicht gemacht. Ich habe eine andere Route gefunden, tiptop, sehr schnell gewesen und kein Problem für den Ciao. Da ist ja, stressfrei gegangen, 2-3 Mal ein bisschen rauf, aber mit der Rampe gut gegangen. Die Challenge leider nicht können lösen. Rein Zeit und gelegenheitsmäßig ist das nicht drin gelegen. Bonus-Challenge, kein Problem gewesen, tipptopp. Ich denke, die grösste Herausforderung war eben die Challenge gewesen. Und ja, ich habe mich ein bisschen, ich hätte sie gerne gemacht. Ich habe mich so ein bisschen machtlos gefühlt, um dagegen etwas zu machen, weil ich hätte sie wirklich gerne gemacht. Einmal im ganzen Leben gemolken von Hand. Und darum hätte ich es gerne wieder mal probiert, das gemacht. Aber du kannst nicht immer alles haben. Sonst war es tipptopp. Eine Challenge war noch den See bzw. den Zugang zum See zu finden, weil dort vorne ist die Schokofabrik, Gaie ist es, glaube ich. Und die nimmt den ganzen Uferweg ein und nebendran kommst du irgendwie einen Fluss, den du nicht annehmen darfst. Bin ich so gleich noch schnell gewesen, aber ja, und dann musst du da recht weit fahren, wo es recht und runter geht und dann kommst du da in Morlaix, ist es, Morlaix, kommst an den Strand. Da ist es aber recht schön und sehr belebt, sehr viele Leute. Ich muss jetzt noch irgendwie die ganzen Leute da loswerden und wir dann endlich ein provisorisches Nachtlager machen. Ich werde hier nichts aufstellen, ich habe gestern viel zu heiß in dem Tarp drin. Und darum werde ich da vielleicht das Moskitonetz am Wasser. Das Moskitonetz und den Schlafsackhülle, ein behelfsmäßiges Unterkunftsunterschlupfteil machen. Vielleicht nicht mehr ein Boot oder so. Ich mal schauen. Ich zeige es euch sicher noch mit der Taschenlampe. Also, bis später. Was mir noch nicht so mega aufgefallen ist, vorher, ist, dass ich neben einer Bar gelandet bin, wo da noch eine Party hat. Mal schauen, ich könnte noch ein bisschen gehen mit dem Nachtlager. Perfekter Schlafplatz. Schack. Geil, Mann, guten Morgen. Ich war ein bisschen müde. Jetzt einfach ein WC. Ja, aber ist geil, noch einmal duschen, bevor wir losfahren. Frisch duschen, herrlich. Guten Morgen, es ist kurz nach der 6 Uhr und es ist ein bisschen kühler, wie es auch schon war. Also die Nacht war wirklich auch kühl. Ich habe noch nicht Tarp. Hallo Vögel. Ich habe ohne Tarp geschlafen, hier unter dem sehr massiven Baum. Und die Nacht war doch sehr, sehr, sehr speziell. Wenig geschlafen. Aus verschiedenen Gründen. Und der eine Grund, den kann ich euch jetzt schnell zeigen. Einerseits habe ich hier gerade nicht mit dem Töffel geschlafen. Und irgendwann hat es angefangen umzuschnaufen und umzuschnüffeln. Und gerade
hier hinter am Baum hat es einfach 2 Igel gehabt, die da am Rumkuscheln waren. Die Igel waren friedlich, ich hatte eigentlich nur Angst gehabt, dass sie vielleicht auf mein Luftmetall irgendwie kommen und dort mit ihrem coolen Stachel ein Loch drin machen. Ist aber nicht passiert. Was mich aber mehr wach gehalten hat, ist, wie gesagt, nochmal hier habe ich geschlafen. Hier alles ein bisschen abgedeckt mit Tüchern etc., dass man einerseits das Töffel nicht so sieht und ich nicht so sehe, falls jemand noch kommt. Die haben ja irgendwo eine Party gehabt, irgendwann war die fertig gewesen. Partyende und plötzlich ist dabei nochmal lauter geworden. Ich so, hä? Und ich weiss jetzt aus erster Hand, dass da genau dort, ja da, ist etwa 1,5 Stunden lang Sex on the Beach produziert worden. Ist jetzt nicht unbedingt mein Getränk. Und ja, es war laut. Es war tatsächlich sehr laut. Ich habe mich zuerst schon nicht getraut zu bewegen. Ich habe das Gefühl, oh nein, weißt du, nachher hat man das Gefühl, ich sage dort am Spanneren oder weiß ich was. Und irgendwie nach so 20, 30 Minuten würde ich sagen, so, ich bewege mich jetzt lieber mal, dass merke, dass ich da bin. Hat es aber nicht interessiert. Irgendwann nach den 2 sind sie dann gleich auch mal noch gegangen und sich irgendwie auch verzogen. Und ich konnte noch 4 Stunden schlafen. Ja, von dem her noch nicht so mega fit. Aber ja, ich starte jetzt mal meinen Tag. Wir haben den 4. Tag, der letzte Tag ist abgebrochen. Es ist jetzt gerade kurz vor der 7. Das heisst, ich darf jetzt eine Mini-Kuvert aufmachen. Wenn wir schauen, der schöne Platz. Jetzt geht dann gerade die Sonne auf, hier am Fluss. Oh, war schön die Nacht. Das einzige Problem, mein Metzel liegt langsam den Geist auf. Verliert Luft und alle Stunden liege ich irgendwie wieder halb auf den Stein. Und das ist nicht so cool. Also, geschlafen nicht so gut, aber dafür von der Kulisse her super. Zudem ist gestern noch eine mega nette Frau gekommen, die mit dem Hund ist laufen, ein bisschen geredet mit der, auf Englisch natürlich, weil ich kein Französisch kann. Dann hat sie mega Verbarmen gehabt, dass ich kein Wasser mehr habe. Hat dann meine 2 Fläschchen genommen und ist in die Stadt geführt, Wasser holen, irgendwie in ein Restaurant fragen und dann eine Stunde später ist sie wieder gekommen, hat mir das Wasser gebracht und sehr lieb gewesen. Ich mache jetzt mal noch Kuvert auf, weil es ist jetzt 7. Oder ist schon 7? Ganz schnell schauen. Ihr seht, es ist genau 7. Das 4. Da ist die Route. Und ich hoffe wirklich, dass es ins Wallis geht. Wirklich. 7:00. 7:00 am letzten Tag. Das heisst, das letzte Mal die 3 Kuvert aufmachen. Das letzte Mal Gedanken machen über sich der Schaller, der Roman und die tolle Nicole ihren Kopf zerbrochen haben. Herausfinden, was das Ziel ist, wo wir hingehen am Schluss. Tag Nummer 4, Etappe Nummer 4, Kuvert noch zu, 7:00. Dein letztes Ziel befindet sich in 1276 Jean-Jean. Was? Rue de la Barillette 1. 1276, wo ist denn da? Es wird knapp, ich sag's euch, es wird knapp. Leider noch nicht Wallis gewesen. Aber du, ich mache das Beste daraus. Ich bin jetzt da. Da unten, im Monte bin ich. Das heisst, ich schätze, dass ich hoffe, dass der Weg etwa gleich ist. Umschläge versiegelt. Es ist jetzt genau 7 auf meiner GoPro. Sag mal hier. Bitte gib Bock. Yes. Yes. Es ist wie ich denke, das ist da vorne. Zum Glück bin ich nicht mehr weiter hinten. Fucking geil, Mann! Da könnt ihr auch laufen heute wahrscheinlich. Fuck, geil! Yes! Yes, 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 yes! Oh, geil, jetzt habe ich einen hohen Vorsprung. Jetzt noch Challenge.
Hello Superstar! Bereit für den wohl musikalischsten Wettbewerb deines Lebens? Massiere deine Stimmbänder und bereite dich auf die Straßenmusik-Sensation des Jahrhunderts vor. Deine Challenge? Wer schafft es, innerhalb einer Stunde das meiste Kleingeld aus den Taschen der staunenden Passanten zu kitzeln, während du das Konzert deines Lebens singst? Beliebige Songauswahl. Du darfst dich sogar mit einem kreativen Schnauzer verkleiden, wenn du möchtest, um das Publikum noch mehr zu verzaubern oder deine Identität zu wahren. Erster 50 Punkte, zweiter 40 Punkte und dritter 20 Punkte. Oh Mann, was ist da? Nein! Was ist das? Fängt ja schon mal gut an. Geht's noch? Sicher nicht. Hey, geht's noch? Erste 50, zweite 40, dritte 20. Ich mit meinen musikalischen Singkünsten mache das sicher nicht. Das ist zu viel, oder? So ein mexikanischer Hut. Hör auf, sicher nicht. Ich glaube, ich weiß ja so, wie es zukommt. Okay. Während einer Stunde lang Strassenmusik machen. Musik. Mit welchem Instrument? Singen. Mit einem dummen Schnäuzer im Gesicht. Wer während einer Stunde am meisten Kleingeld bekommt, gewinnt. Okay. Also, da muss ich irgendwo machen, wo es viele Leute hat. Also sicher noch nicht jetzt. Mein Ziel ist jetzt, dass ich eigentlich wirklich durchziehe. Möglichst schnell, weil es nicht ankommt, dann habe ich die ganze Challenge verkackt. Schau ich mal noch schnell, was da drin ist. Heute ist der Tag, an dem deine Haut zur Leinwand wird. Lass dir ein Mofa-Kult-Herz tätowieren. Die Vorlage dazu findest du im Kuvert. Deine Mission, falls du sie akzeptierst, ist es, ein Tattoo-Studio zu finden, das dir dieses atemberaubende Tattoo völlig kostenlos stechen wird. Wenn du dich auf das ultimative Tintenabenteuer einlässt und den Tattoo-Ärmel hochkrempelst, winken dir dieses Mal außergewöhnliche 200 Punkte. Fucking hell. Lass die Tattoo-Party beginnen. Also wenn ich das mache, dann tätowiere ich es genau auf den Arsch, Mann. Jo, ja, ist klar gewesen, Mann. Fuck. Oh nein. Jetzt muss ich kurz machen. Find es Studio oder das gratis tätowiert. Irgendwo. Und das Schlimmste daran ist, es gibt 200 Punkte. Also wenn das eine macht, das da. Gut ab. Lass mich durch den Kopf gehen. Aber ich glaube, für das zahlt der Markt einfach zu wenig. Nein, es tut mir leid, ich lasse mir sicher kein Tattoo stechen für. Aber wenn es 200 Punkte sind, dann mache ich nicht. Ich habe mir gesagt, ich werde mir im Leben nie ein Tattoo stechen lassen. Und das zählt leider alle dazu. Darum, ja, die heutige Challenge für mich, möglichst schnell ans Ziel kommen. Darum, ich glaube, ich fange mal an den Hobel stoßen. Vielleicht komme ich schon an eine Tankstelle, weil fahren dürfen wir erst ab 8 Uhr. Und jetzt ist es ab 7 Uhr. Da heisst es zusammen rum und dann anfangen die Töpfe stoßen. Ab 8 Uhr fahre ich dann. Sicher nicht. Ich lasse mir sicher nicht so einen scheiß Tattoo stechen. So, ich bin am Laufen. Es ist jetzt etwa 6:45. Es verliert Öl. Wenn kein Kondukteur kommt, habe ich auch Glück.
mit meinem wunderschönen Gesang irgendwie. Es ist Vergaser ein bisschen kaputt gegangen, der Jog.